willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Nach fast 2 Monaten bin ich wieder hier in meiner neuen Wohnung. Das wird meine schöne, gemütliche Ecke, in der ich jede Menge YouTube-Videos für euch machen werde. Aber könnt ihr erraten, was sich sonst noch geändert hat? Wir sind nach Deutschland gezogen. Es ist für mich immer noch unglaublich. Ja. Also, jetzt bin ich in meiner Wohnung in Deutschland und werde von nun an viele Videos für euch, nicht nur über die deutsche Sprache und Sprachlern-Tipps, sondern auch Vlogs über verschiedene Orte in Deutschland hochladen und werde euch etwas über die deutsche Kultur erzählen. In allen Videos werde ich euch neue Vokabeln auch beibringen, okay? Und heute werde ich euch die Geschichte unserer Einwanderung nach Deutschland erzählen. Seid ihr bereit? Dann fangen wir an. Okay, vor fast 2 Jahren, genauer gesagt im Winter 2023, begann mein Mann in Deutschland nach einer Stelle als Elektroingenieur zu suchen. Ohne Anwalt oder sonstige Hilfe war es eine sehr schwierige Aufgabe. Er schickte seinen Lebenslauf an über 2000 Unternehmen und bekam dann endlich eine E-Mail, dass ein Unternehmen ein Vorstellungsgespräch mit ihm führen wollte. Also, um es kurz zu machen, er schnitt im Vorstellungsgespräch gut ab und das Unternehmen teilte mit, dass es ihn einstellen möchte. Und damit begann unser Prozess. Das Unternehmen beantragte ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren. Ja, das heißt, ja, beschleunigtes Fachkräfteverfahren, ja. Leider ging es nicht so schnell und dauerte fast 1,5 Jahre. Eines Tages waren wir in einem Einkaufszentrum, als wir die E-Mail mit dem beschleunigten Dokument im Anhang erhielten. Wir waren so glücklich und aufgeregt. Ehrlich gesagt kamen uns diese 1,5 Jahre wie 10 Jahre vor. Jeder Tag des Wartens war eine Herausforderung. Es war wie eine Lektion fürs Leben, die wir bestehen mussten, um Geduld zu lernen. In diesen 1,5 Jahren haben wir alle unsere Dokumente übersetzt, unsere Koffer gekauft, einige notwendige Dinge für die Mitnahme unseres Hundes nach Deutschland erledigt und so weiter. Danach gingen wir zu Visametric, wo wir die Dienstleistungen rund um Visa-Anträge und so weiter erhielten. Dort beantragten wir ein Visum. Dieser Prozess war wirklich aufregend und wir waren sehr gestresst. Und danach mussten wir wieder warten. Ja, so vergingen fast 3 Monate und jeden Tag warteten wir auf einen Anruf der deutschen Botschaft. Nach fast 3 Monaten erhielten wir den Anruf, auf den wir gewartet hatten. Wir gingen zu Visametric und warteten mehr als 2 Stunden. Wir erhielten heute einen Anruf von der Visastelle, das heißt Visametric im Iran. Und sie teilten uns mit, dass unsere Pässe fertig sind. Wir sind auf dem Weg, unsere Pässe abzuholen und wir sind so aufgeregt. Wir hoffen, wir bekommen unsere Visa. Und dann waren wir dran. Wir bekamen unsere Pässe. Wir nahmen sie und rannten zu unserem Auto und schauten dann mit viel Stress in unsere Pässe. Aber da war es. Da war das Visum. Wir hatten endlich unser Visum. Wir konnten es nicht glauben. Wir riefen unsere Familie an und überbrachten ihnen die gute Nachricht.
Ich weiß nicht wirklich, ob es eine gute Nachricht oder eine schlechte Nachricht war, denn es bedeutete, dass wir das Land und unsere Familie und unsere Freunde verlassen mussten. Es war sehr schwer, unserer Familie und unseren Freunden zu sagen, dass wir das Land verlassen würden. Selbst jetzt, wo ich darüber spreche, weiß ich genau nicht, wie ich mich fühle. Ich glaube, Auswanderung ist so, man hat ein gemischtes Gefühl von Glück und Traurigkeit. Man ist froh, dass man sein Ziel erreicht hat und ein neues Leben und neue Möglichkeiten auf einen warten. Aber man ist gleichzeitig traurig, dass man weit weg von seiner Familie und seinen Freunden ist und sich einsam fühlt. Ich bin sehr froh, dass mein Mann und meine Hündin hier sind. Wir sind wie ein Team, die uns gegenseitig helfen, die Schwierigkeiten zu ertragen. Aber ich vermisse meine Familie und ich weiß, dass ich sie in Zukunft mehr vermissen werde. Ich hoffe, ich kann sie bald wiedersehen. Wir packten unsere Sachen und kauften ein paar neue Klamotten und so. Aber dann passierte etwas Schlimmes und völlig Unerwartetes. Eines Nachts hörten wir laute Geräusche. Dann stand in den Nachrichten, dass Israel den Iran angegriffen hatte. Unglaublich. Zwischen dem Iran und Israel brach ein Krieg aus. Es war schrecklich. Alle Flüge wurden abgesagt und wir hatten keine Ahnung, ob auch Zivilisten angegriffen wurden oder nicht. Alle waren besorgt. Der Krieg dauerte 12 schreckliche und unerträgliche Tage. Für uns waren es 12 Jahre, weil wir keine Ahnung hatten, was passieren würde. Wir hatten unsere Visa, aber wir konnten das Land nicht verlassen. Wieder einmal mussten wir warten. Und nachdem der Krieg vorbei war, buchten wir 4 verschiedene Flüge und alle wurden ein paar Tage vor dem geplanten Termin abgesagt. Aber unser letzter Flug wurde nicht abgesagt. Einen Tag zuvor hatten wir uns von unseren Freunden und Eltern verabschiedet. Und das war der schwierigste Teil. Dies ist der Moment, als meine Eltern nach unserem Abschied unser Haus verließen. Es war hart. Ich weiß nicht, wie ich damit umgegangen bin. Das sind die letzten Tassen Kaffee, die ich mit einer meiner besten Freundinnen getrunken habe. Ich vermisse sie und meine anderen Freunde. Ich trank meine letzte Tasse Kaffee um 4 Uhr morgens in meinem Zuhause im Iran. Unser Zuhause war noch dasselbe, weil wir nicht wussten, ob wir das Land wirklich verlassen konnten. Wir nahmen ein Taxi zum Flughafen und verabschiedeten uns von unserem Zuhause, unserer Straße, unserer Nachbarschaft und unserem Land. Wir wollten nicht, dass uns jemand zum Flughafen brachte, weil es zu traurig war. Wir gaben nicht einmal eine Abschiedsparty, weil wir nicht sicher waren, ob unser Flug nicht gestrichen würde, obwohl wir uns während des Waffenstillstands befanden. Am Flughafen überkam mich ein gemischtes Gefühl aus Aufregung und Stress. Ich war so aufgeregt, weil ein neues Kapitel in unserem Leben beginnt, aber ich war auch gestresst, weil wir tatsächlich unser Land verlassen mussten. Wir waren ein wenig besorgt um Pani, aber sie war der süßeste und ruhigste Hund während des Fluges. Leider hatte unser erster Flug Verspätung und wir verpassten unseren zweiten Flug. Deshalb mussten wir über Nacht am Flughafen bleiben, weil wir wegen Panik den Flughafen nicht verlassen durften. Es war eine schwierige Nacht, aber der Flughafen in Istanbul war so groß und schön. Es gab sogar einen Raum für Hunde und Katzen voller Hunde und Katzenfutter und so weiter. Aber ich hatte schon Essen für Pani gekocht und mitgebracht.
Am nächsten Tag flogen wir nach Köln. Es war ein sehr angenehmer Flug. Wir kamen am Nachmittag an und unsere Wohnung wurde uns übergeben. Die Wohnung war leer, also gingen wir raus und lernten unsere neue, schöne Stadt kennen. Die Tage danach verbrachten wir damit, Möbel und andere Dinge für unser neues Zuhause zu kaufen. Jetzt, wo ich mit euch spreche, sind wir schon fast 2 Wochen in Deutschland. Ich liebe diese Stadt und das Wetter ist sehr schön. Obwohl es Sommer ist, regnet es oft. Manche Menschen mögen es vielleicht nicht, aber ich liebe Regen. Besonders wenn ich nicht draußen bin und den Regen von drinnen genießen kann. Unser Haus ist fast fertig, bis auf das Wohnzimmer. Ich werde neue Videos über meine Erfahrungen hier machen. Bis jetzt waren die Deutschen viel freundlicher, als ich erwartet hatte. Ich hoffe, wir werden bald integriert. Okay, ich habe euch alles über unsere Einwanderung erzählt, aber wenn ihr noch ein paar Fragen habt, könnt ihr sie in den Kommentaren stellen. Ich beantworte sie gerne. Danke fürs Anschauen und falls euch dieses Video gefallen hat, bitte gebt ihm ein Gefällt mir und abonniert den Kanal. Neue Videos kommen. Also tschüss, bis zum nächsten Video.